Früher am Morgen, ich habe noch keine richtige Stimme. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen was für den Hals. Lecker. Schon besser. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Arne. Moin, Servus. Es gibt Neuigkeiten und die möchte ich dir nicht vorenthalten. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß schon Bescheid. Lieber JK, ich hoffe, ich werde deinem Aufruf gerecht. Es gibt T-Shirts von mir, aber nicht nur T-Shirts. Es gibt auch Hoodies. Und deswegen sitze ich hier im Old Fashion Style. So, brauche ich einmal einen Schluck Kaffee. Es ist viel zu früh, um ein Video zu machen. Alles noch vor der Arbeit hier. Ja, die T-Shirts kannst du natürlich erwerben. Alles unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir T-Shirt oder auch ein Hoodie kaufen. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du dir ja selber ein Weihnachtsgeschenk machen. Oder du verschenkst es zu Weihnachten, was auch immer du damit vorhast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, definitiv. Ich habe meine Stifte gekriegt. Das Video dazu kommt am Sonntag. Das sind ein paar Stifte, genau. Aber am Sonntag wirst du auch merken, es reicht nicht. Man müsste noch ein paar Mischfarben haben. Die Frage ist, Geheimtipp oder ist das Müll? Der Man Prost. Dann habe ich noch was auf dem Herzen. Und zwar mega geil. Ich kriege E-Mails, ich werde Ja, auch nicht schlecht, oder? Stell mal wieder hin. Dann, total geil. Ich werde ja regelrecht im Moment bombardiert mit Nachrichten. Ist aber nicht schlimm. Egal ob es Mail ist, über WhatsApp, Instagram, whatever. Auf jeden Fall ist es so, ich habe eine ganz liebe E-Mail bekommen. Lieber Arno, ich habe dir geantwortet. Wir müssen noch ein paar Details besprechen. Das wird mit Sicherheit richtig spannend, das Thema. Können wir gerne machen und da freue ich mich drauf. Bitte sende mir, wie gesagt, die Details und ich bin dabei. Und dann habe ich noch eine richtig geile Neuigkeit. Ich habe es aber noch nicht eingetütet, weil dahinter steht eine Menge Arbeit und auch eine Menge Kosten, die auf mich zukommen. Ich habe mich im Netz schlau gemacht und ich bin auf was gestoßen, was ich relativ cool finde. Und zwar, da haben alle was davon. Da hast du was davon, da habe ich was davon und noch viele andere Leute. Und zwar ist es ja so, wenn ich was male, dann habe ich ein Exemplar. Und dieses Exemplar ist eben handgemalt, das ist das Original. Und natürlich versuche ich hin und wieder auch mal so ein Bild zu verkaufen. Aber ich hatte es ja schon in einem Video gesagt, in Deutschland ist es halt schwierig, wirklich Kunst zu verkaufen. Und das auch zu einem ordentlichen Preis. Also dass die Leistung und die Arbeit, die man da reingesteckt hat und den Aufwand, dass man den auch wirklich bezahlt bekommt. Also man muss sich das vorstellen wie ein Job, sage ich mal. Ja, wie ein Handwerker beispielsweise. Und wenn ich überlege, das Schild steht hier immer noch, wie du siehst. Das ist noch nicht weg. Ich habe es auch bei eBay noch nicht eingestellt. Warum, erfährst du gleich. Aber wenn ich wie bei dem Schild zum Beispiel 20 Stunden Arbeit reingesteckt habe und ich sage jetzt mal nur, für die Stunde bräuchte man 50 €, dann kannst du dir selber ausrechnen, was das Minimum ohne Material, das Minimum für dieses Schild wäre. Da kommt jetzt das Material noch dazu, die Platte, auf dem ich das Schild gemalt habe, die habe ich auch gekauft. Ich habe Farbe eingesetzt, ich habe Blattgold eingesetzt und so weiter. Also da müsste sogar noch über diesem Preis was rausspringen. Das wird aber sehr schwer, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, ich habe eine Druckerei, nenne ich es mal, gefunden. Diese Druckerei stellt Online-Shops für Künstler und Fotografen zur Verfügung. Dort ist es so, man kann seine eigene Bildergalerie einrichten, wo nur die Bilder des Künstlers sind. Und darüber könntest du dir, wenn du möchtest, zum Beispiel Bilder von mir kaufen. Im Nachdruck, als Kunstdrucke. Zum Beispiel als Keilrahmen, also sprich Leinwand. Darauf wird im Prinzip das Bild gedruckt. Man kann das Ganze als Kunstdruck auf Papier sich drucken lassen. Mit Rahmen verzieren, also einen richtigen Rahmen sich da drum machen lassen. Das Ganze geht auf Alu-Dibond mit einer Plexiglasscheibe davor. Man kann sich das in Glas einrahmen lassen und so weiter. Die Größen sind wählbar. Du kannst dir das Bild in unterschiedlichen Größen aussuchen und du kannst sogar noch mit den Farben spielen. Du kannst sagen, ich möchte es im Original haben. Du kannst sagen, ich möchte es in Sepia haben. Du kannst aber auch sagen, ich möchte es in Schwarz-Weiß haben. Und bevor ich jetzt damit starte und erstmal
Na, ich habe ungefähr im Moment so eine Handvoll Bilder, die ich anbieten könnte als Kunstdruck. Möchte ich erstmal wissen, wie das Interesse überhaupt ist. Da schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare oder gib mir mal fett einen Like auf das Video, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Aus dem einfachen Grunde, ich muss mit meinen gesamten Malereien erstmal zu einem Fotografen. Ich muss das erstmal hochauflösend fotografieren lassen und auch das ist nicht mit 20 Euro abgetan. Also wenn ich da mit 5 oder 6 Bildern ankomme beim Fotografen, dann kostet den das einen Tag, bis der das alles, gerade sowas Lackiertes, spiegelfrei wirklich abfotografiert hat. Und da bin ich bestimmt mit ein paar 100 Euro dabei. Und deswegen, wenn ich da in Vorkasse gehe, ich das investieren sollte, da würde ich gerne wissen, wie die Resonanz ist. Wenn ihr von vornherein sagt, ach nee, lass mal stecken, Arne, ich habe da keinen Bock, irgendeinen Print zu kaufen, dann würde ich das nämlich nicht machen, dann würde ich mir das nämlich sparen. A, die Zeit, B, den Aufwand und C, natürlich auch die Kohle. Sollte natürlich großes Interesse daran bestehen, na dann, Feuer frei, dann ziehe ich das auch komplett durch und es würden natürlich nach und nach immer noch mehr Bilder in diese Galerie einfließen. Alles das, was ich male, würde ich dann natürlich fotografieren lassen, so dass du dir immer ein neues Bild kaufen kannst für die Werkstatt, fürs Büro, fürs Wohnzimmer, wo auch immer du das hinhängen möchtest. Es ist im Moment auch so, ich habe hier keinen Sponsor und ich glaube, ich will das auch gar nicht. Weil zum Beispiel die Sache mit den Stiften hier, das habe ich alles selber finanziert und da bin ich auch frei. Und wenn ich frei bin und nicht von irgendeiner Firma gesponsert werde, habe ich auch die Möglichkeit, und das mache ich auch, wenn irgendwas Mist ist oder mir nicht gefällt, dann begründe ich das und dann sage ich das auch ganz offen und ehrlich. Wenn mir was gefällt, dann sage ich das aus Überzeugung, weil das Material gut ist oder weil eine Technik gut ist oder. Und deshalb arbeite ich am liebsten ohne Sponsor, da bin ich nicht abhängig und ich möchte das eigentlich auch so lassen, weil das ist fair gegenüber dir, weil das ist meine ehrliche Meinung. Ob die immer richtig ist, meine Meinung, oder ob sie für dich richtig ist, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ich kann nur mein Statement dazu abgeben, zu irgendwelchen Dingen, die ich getestet habe oder zu bestimmten Sachen, wie ich sie umsetze. Aber ob das wirklich alles richtig ist, ich bin nicht allwissend. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, ich möchte ganz gerne fair arbeiten und fair kann ich nur arbeiten, wenn ich niemanden im Hintergrund habe, der mir da Geld reinpumpt und sagt, jetzt teste mal die Stifte und verkauf die mal gut. Nee, das will ich nicht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil dann müsste ich hier mit 10.000 Kaffeetassen durch die Kante rennen und immer das Logo in die Kamera halten. Das sollen andere machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wie eben schon erwähnt, vielleicht willst du mir auf Instagram folgen. Auch bei Instagram ist es wieder so, wenn du genügend Abonnenten hast, du wirst dich bestimmt gefragt haben, warum macht er keine Story mit Swipe Up und du kommst zum Video. Tja Jungs, kann ich nicht. Da fehlen mir irgendwie noch, keine Ahnung, 700 Leute, die mich abonnieren. Auch die Sache mit den T-Shirts und den Hoodies ist genau dasselbe. Hier ist es so, das System ist genauso aufgebaut. Ich muss diesen Umsatzhunger des Anbieters erstmal ein wenig befriedigen oder stillen und dann werden weitere Optionen freigeschaltet. Geplant ist, die T-Shirts in mehreren Farben anzubieten. Ebenso die Hoodies, also das komplette Outfit in verschiedenen Farben anzubieten. Es sind Motive geplant für den Rücken. Und zwar nicht nur ein Motiv, es sind mehrere Motive geplant. Und zwar alle mit Pinstripe, weil auf dem deutschen Markt und auch auf dem amerikanischen Markt, es gibt auch teilweise oder ganz wenige, die wirklich gut aussehen, aber so richtig geile Dinger habe ich noch nicht gesehen. Und genau das möchte ich ändern. Alles im Oldschool-Style. Also das wird nicht im Graffiti-Kunst werden oder ähnliches. Das wird alles komplett im Oldschool-Style gehalten. Genauso wie ich unterwegs bin, genauso sehen dann hinterher auch die Hoodies und T-Shirts aus. Das war's mit den Infos. Letzte Woche, wie du merkst, hat sich eine Menge getan. Viele Anregungen habe ich auch von euch bekommen. Da bin ich sehr dankbar drüber, dass ihr mich da unterstützt. Und da bleibt mir nicht viel zu sagen. Wie immer, schön locker durch Schlüpfer atmen. Immer schön kreativ sein. In die Umsetzung gehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Denkt dran, wir bleiben alle schön irgendwo in der Werkstatt. Wir malen irgendwas. Wir basteln, wie auch immer. Die Zeit kriegt man auch rum. Wir bleiben alle schön zu Hause. Bis zum nächsten Mal und tschüss.